Wir geben das Mehl und Vanillenzucker in eine Schüssel. Das Mehl dürft ihr natürlich auch gerne durchsieben, wenn ihr wollt. Ich verwende übrigens selbstgemachte Vanillenzucker. Jetzt geben wir noch die Milch rein und verrühren das Ganze, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Um Klümpchenbildung zu verhindern, geben wir die Eigelbe erst zum Schluss rein und schlagen gleichzeitig mit einer Prise Salz das Eiweiß steif. Zu diesem Zeitpunkt ist sowohl unsere Pfanne als auch unser Backofen bereits vorgeheizt. Sobald das Eiweiß etwas steifer geworden ist, geben wir die Zuckermenge Schritt für Schritt rein und lassen das Ganze richtig schön steif werden. Das Eiweiß wird unter die Eigelbmasse gehoben. Lasst ruhig an der einen oder anderen Stelle kleinere Eiweißklümpchen sozusagen bzw. Eiweißschäumchen übrig. Es muss nicht alles komplett glatt gerührt werden. In meine Lieblingspfanne, die auch schon in die Jahre gekommen ist, gebe ich Butterschmalz rein. Butter ginge natürlich auch, verbrennt aber etwas schneller. Jetzt gebe ich die Masse in die heiße Pfanne und verteile die Rosinen von oben, die ich vorher in Rum eingelegt habe. Ihr könnt einen 80%igen Rum verwenden, ihr könnt einen Cognac verwenden. In Österreich wird meines Wissens nach gerne Strohrum verwendet. Unser Alkohol stellen wir zur Seite und werden damit später den Kaiserschmarrn flambieren. Wenn ihr den Kaiserschmarrn nur in der Pfanne zubereiten wollt, solltet ihr ihn unbedingt mit einem Deckel bedecken und mit der Hitze vorsichtig sein und später natürlich wenden. Ich lasse ihn aber etwa 1 bis 1,5 Minuten in der Pfanne und sobald er sich am Rand schön löst, wandert er in den 200 Grad vorgeheizten Backofen, Ober- und Unterhitze etwa 13 bis 15 Minuten, bis er von oben eine schöne Farbe bekommt. Der Kaiserschmarrn wird ungleichmäßig auseinandergezupft, kann man fast schon sagen, und die Pfanne kommt wieder auf den Herd. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, in die Pfanne Zucker zu geben und zu schmelzen, also zu karamellisieren. Manche geben auch ein Stück Butter dazu. Bitte nicht zu dunkel werden lassen wegen den Bitterstoffen. Den Kaiserschmarrn könnt ihr jetzt natürlich in Karamell schwenken oder Zucker von oben drauf geben und schwenken oder den Rum schön an den Seiten entlang verteilen und ihn mit etwas Abstand anzünden und den Kaiserschmarrn flambieren. Angerichtet wird der Kaiserschmarrn klassisch mit Puderzucker, die Österreicher sagen Staubzucker dazu, Apfelmus, Preiselbeeren, Pflaumenkompott oder worauf ihr eben Lust habt. Abonniert meinen Kanal, schaut euch auch gern die anderen Videos an, bleibt gesund, bis bald.